Moin Leflü und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir spielen in Civilization 7. Ich war mal wieder gönnerhaft und habe mir die Vorabversion geholt. Ähm, konnte sie schon seit heute spielen, weil ich vorher keine Zeit hatte. Wie gesagt, oder wie ich im letzten Video angemerkt hatte, bin ich ja umgezogen und wie befürchtet war das alles nicht so einfach, was Internet etc. anging. Aber jetzt sollte alles funktionieren hoffentlich. Und wir können uns diesem neuen Spiel hingeben. Ihr seht hier ist Fortfahren. Das liegt daran, dass ich natürlich gerade kurz einmal reingeguckt habe. Ich habe aber keinen Spielzug gemacht. Ich habe nur geguckt, wie das mit Grafikqualität, Sound etc. aussieht. Ich hoffe, der Sound passt jetzt auch einigermaßen. Wir starten ein neues Spiel. Ihr seht hier die ganzen Herrscher. Xerxes sieht eigentlich mir am ähnlichsten. Aber ich habe eine kleine Tradition bei Civ, schon beim ersten Civ, dass ich immer mit Deutschland angefangen habe, jeden Civ-Teil erstmal mit Deutschland. Gut, bei Civ 1 und 2 lag es vor allem daran, dass ich mir unter Deutschland was vorstellen konnte und andere Länder waren damals für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Jetzt die Frage, spielen wir den barocken oder den schiefen Fritz? Wir wollen auf jeden Fall nach Preußen. Wir starten als Römer. Ja, wir gehen einen militaristischen Weg. Wir starten in der Antike und wie gesagt mit Rom. 12 Tische, kriegen ein Kultur auf Bezirke in der Hauptstadt und in Stadtzentren in Gemeinden. 30 Produktionen für das Kolosseum. Wir haben Legionäre, die plus 2 Kampfstärke für jede römische Tradition in der Regierung bekommen. Was das alles bedeutet, werden wir im Laufe des Spiels sehen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich habe keine Ahnung, wie jetzt am Ende das Spiel aussieht. Ich habe nur gesehen, dass es die ein oder anderen schlechteren Reviews gab, die allerdings primär mit der UI zusammenhängen, so wie ich es verstanden habe. Das hat mich dann auch nicht vom Kauf abgeschreckt. Und ich nehme an, UI und so Dinge kann man einfach nachpatchen. So, was haben wir noch? Legatus, einzigartiger römischer Heerführer. Okay, was Heerführer sind, weiß ich. Das ist ein ganz geiles Feature, finde ich. Wir erhalten 3 Stufen. Können die eine Siedlung errichten. Ach krass, wir spielen also Siedler. Na, nicht schlecht. Na gut, für alle 3 Stufen. Na, schauen wir mal, wie nützlich das ist, letzten Endes. Dann haben wir ein Viertel. Weiß ich auch nicht so genau, was das ist. Okay, das wird erschaffen, wenn wir die beiden Gebäude im selben Bezirk errichten. Okay. Und wir schalten eine ganze Menge Leute frei. Das interessiert uns dann aber erst. Bestätigen. Okay. Ja, wir wollen Rom. Okay, wir kommen. Okay, es geht von A nach B, aber Anführer habe ich hier gar nicht weiter angeguckt, ne? Also wir haben Heerführer, in dem Fall unsere Legaten. Starten mit einer Verdienstempfehlung plus ein Befehlsradius. Das klingt gut. Wir kriegen eine Infanterieeinheit, wenn wir Militär- oder Wissenschaftsgebäude bauen. Das klingt auch gut. Mementos habe ich noch nicht, weil ich, wie gesagt, noch nichts gemacht habe und deswegen hier Stufe 1 bin. Wir kriegen Preußen in Moderne. Ja, schalten irgendwas frei. Wir starten in der Antike, wie gesagt. Wir starten mit Rom, wie gesagt. Wir spielen. Ich habe keine Ahnung, wir spielen. Ich würde gern auf Gottheit oder Unsterblicher spielen. Aber die erste Runde machen wir mal auf Souverän. Prefect Standard, Kontinente Plus passt. Wir machen mal eine Standardkarte. Hier seht ihr den Random Seed, falls ihr das nachspielen wollt. Katastrophenintensität machen wir mal auf mäßig. Ja, wollte es auch nicht zu einfach machen. Ich bin kein völliger Noob. Leute stelle ich nicht ein, weil ich keine Ahnung habe, zu was. Wir starten das Spiel. Wie gesagt, ich bin kein völliger Noob. Ich habe Civ 6 ewig lange gespielt, Civ 5, Civ 4 und so weiter. Ich habe, glaube ich, alle Civ-Teile gespielt. Früher noch mit einem Schulfreund, damals im Hot Seat-Modus.
Das waren auch noch schöne Zeiten. Den Text lese ich jetzt mal nicht vor, weil ich noch genug sabbel und meine Stimme ein bisschen schonen muss, denn ich war natürlich auch krank, wie so viele Leute in der jetzigen Zeit. Wir beginnen das Spiel. Sieht schon fantastisch aus, ne? Wir haben so einen kleinen Esel dabei. Oder mehrere sogar. Schon toll. Es gibt einen besonderen Nebel des Krieges, weil ich diese Super-Version gekauft habe. Keine Ahnung, wie das im Normalen aussieht. Hier sehe ich jetzt überall Civ 7. Das ist ja Wahnsinn. Hat sich ja voll gelohnt. Wir haben Ressourcen, Wein, +10 Kultur bei Feiern und +2 Zufriedenheit. Klingt gut. Wunderproduktion in Tropenebenen und Wüsten. Wir haben hier Ebenen. Ebenes Gelände ist wahrscheinlich Ebene, ne? Tundra haben wir hier wenig und was war das andere? Tropen sehe ich jetzt auch nicht. Und wir haben Gold. Oh. +20%. Goldreduktion nehme ich mal an bei Gebäudekauf. Das klingt schon gut. So, wir haben hier Linsen und es gibt eine. Erstmal will ich das Hexfelder anmachen. Erträge mache ich mal am Anfang an. Ja, Ressourcen mache ich auch an. Wir machen jetzt mal die Siedlerlinse an, wie wir nämlich sehen. Das ist alles gelb. Ist kein Süßwasser verfügbar. Okay. Das klingt irgendwie nicht so gut. Das klingt jetzt auch nicht so, als könnten wir da groß was dran ändern. Wir gehen mal einen Schritt. Okay, wir decken aber nicht mehr auf. Warum ist das jetzt das bessere Feld? Ich werde jetzt hier mal Rom gründen. Wir haben Rom, Tiger, Speer. Also in Civ 6 habe ich immer 2 oder 3 Speer am Anfang gebaut. Das werde ich jetzt auch machen. Speer haben ja, das habe ich in irgendeinem Review-Tutorial gesehen. Ich glaube beim ersten Entwickler-Cast haben wir hier so Fähigkeiten, +1 Sichtweite und +1 Sichtweite für eine Runde. Wir haben hier noch Fisch. Kommen wir da ran? Kommen wir da ran? Wir sind übrigens in Australien. Das klassische australische Rom. Das sind Goodie Huts, nehme ich an. Lagerfeuer und so. Und Technologien. Wir haben hier einen Tech Tree. Ganz klassisch, wenn ich nicht versage. Der sieht allerdings ein bisschen klein aus. Im Vergleich zu den vorherigen Teilen. Oder aus 6. Ich vergleiche am meisten mit 6, nehme ich an. Wir haben dafür aber Meisterung. Okay, das heißt, wir erforschen die Schrift einfach nochmal und kriegen dann +1 Wissenschaft auf Wissenschaftsgebäude, einen Kodex, was auch immer das sein mag. Und wir können Technologie stehlen. Okay. Interessant. Wir haben die Landwirtschaft schon. Dann... Was haben wir denn um uns rum? Eigentlich bräuchte ich Bergbau oder sowas. Das gibt's nicht. Segeln. Wir haben zwar Wasser um uns rum. Naja, wir haben schon einiges an Wasser, ne? Da braucht man scheinbar irgendwie nichts für Besonderes. Zumindest sehe ich das jetzt auf den ersten Blick nicht. So, hier ist auch noch eine Höhle. Ach, es gibt verschiedene Goodie Huts. Zeltlager, Lagerfeuer, Höhle, Lagerfeuer. Interessant. Wir gehen mal auf Tierzucht, weil da gibt es neue Militäreinheiten. Und ich baue auch einen zweiten Speer. Zeitlos? Noch raus, was das heißt, nehme ich an. Nächste Runde. Wir bewegen uns jetzt erstmal. Ich glaube, ich gehe mit dem hier hin. Erstmal. Vielleicht gehe ich mit ihm auch nicht dahin. Unsere Stadt vergrößern. Hier können wir. Hier bauen wir Holzfäller und hier Bauernhöfe und hier würden wir eine Mine errichten. Wir wollen, wie in quasi allen Teilen, zuerst ja Wachstum. Und Fröhlichkeit ist auch immer gut. Dann versuchen wir mal hier zu den Fischen zu kommen, ne? Das klingt ja noch nach einem Plan. Weil so bald brauchen wir noch keine Gebäude kaufen.
Gold haben wir auch +5 jede Runde. Hier oben sehen wir die Ressourcen. Das ist doch alles in Ordnung. Was haben wir hier noch? Einfluss. Wissenschaft, Kultur. Zufrieden sind meine Leute nicht. Naja. Kann man nichts machen. Hier oben haben wir Jade. Aha. Ich sag mal, die guten Siedlungsspots fallen mir jetzt nicht sofort ins Auge. Vielleicht das jemand mit einem größeren Erfahrungsschatz hier eher. Okay, Wälder scheinen die hier nicht zu blocken. Okay, wir sind hier tatsächlich auf so einer Insel. Was ich noch angucken wollte, ist Zeitalterfortschritt. Das war irgendwie... So gewinnt man am Ende das Spiel und eine Runde. Was müssen wir machen? 7 Weltwunder, Alter. 7 Stück, ist auch eine ganze Menge. 12 Gemeinde oder Städte. Okay, das heißt, wir wollen hier viel erobern. Macht Sinn. Ach, das sind diese Kodizes, die ich erforschen kann. Und 20 Ressourcen in all meinen Siedlungen, okay. Dann gibt es hier noch Kulturvermächtnispunkte. Das schauen wir uns mal an, wenn es soweit ist. Und wir irgendeinen Vermächtnispunkt haben. Okay, man kann sich also Sachen aussuchen. Interessant. Jäger haben ein Rezept zum Pökeln von Fleisch perfektioniert, damit es nicht verdirbt. Perfekt für Reisen, die eine lange Reise vor sich haben. Das heißt, wir kriegen 30 Nahrung. Ich glaube, wir brauchen am Anfang noch nicht so viel Nahrung, um zu wachsen, aber 45 Wissenschaft sind 4,5 Runden. Das klingt auch ganz gut. Vogel beobachtet Schmetterlinge mit Neid. Okay, wir können jetzt Sägewerk, Produktion für Holzfäller und Lager. Holzfäller haben wir einen ganzen Haufen. Jetzt bis 1 Produktion und plus 1 Nahrung für Weiden und den Schleuderer. Und wir können unsere Stadt nochmal vergrößern. Das wird eine Plantage. Okay. Aber plus Zufriedenheit ist, glaube ich, ganz wichtig für uns. Das heißt, wir haben jetzt 4 Zufriedenheit. Kann man das irgendwo... Okay, wir haben Sozialpolitiken. In 49 Runden haben wir eine Feier. Irgendwas war auch schon mit Feiern. Politiken haben wir keine. Krisen haben wir auch nicht. Ressourcenzuweisung. Okay. Reichsressource. Erklärung beendet. Kann ich also nicht in die Stadt tun. Und ich bin zu dumm. Plus 2 Zufriedenheit in der Hauptstadt und plus 10 Kultur bei Feiern. Ach, das war das. Plus 10% Kultur bei Feiern. Das heißt, wenn wir eine Feier haben, kriegen wir mehr Kultur. Das ist doch gut. Das nehmen wir doch so. Galeeren. Kann ich damit bauen? Wasser. Wasser ist vielleicht nicht ganz schlecht. Und plus 1 Nahrung für Fischerboote. Nehmen wir mal an, dass die Fische ein Fischerboot werden. So, der Speer, den wir hier gebaut haben, tigert mal hier hin, aber ich nehme an, dass wir hier allein auf unserer Insel sind. Konspeicher bringt plus 3. Grund bringt plus 1. Achso, und dann plus 1 Nahrung für Bauernhöfe und Plantagen. Okay, das ist ein Bauernhof, das ist eine Plantage, macht 3. Okay. Lagerhaus, Nahrungsgebäude. Okay, zeitlos. Kann in allen Zeitaltern gebaut werden, kann in Gemeinden gebaut oder erworben werden. Okay. Sägewerk ist hier toll für, weil wir dann die ganzen Bäume mehr Produktion kriegen. Mehr Produktion wollen wir, wollen aber auch mehr Wachstum. Verbauen wir uns irgendwas, wenn wir das irgendwo Bestimmtes hinsetzen? Weiß man nicht, ne? Also ich weiß es nicht. Jetzt natürlich gelesen, dass der Clou an Civ 7 nicht mehr ist, dass man schon bei Stadtgründung seine Stadt komplett durchplanen muss, wie bei 6, wo du mit den Bezirken etc. und die ganzen Nachbarschaftsboni und hast du nicht gesehen. Ich baue jetzt aber mal dahin. Da so viel Micromanagement betreiben musstest. Das soll hier jetzt nicht mehr so sein. Also gehe ich mal davon aus, dass es einigermaßen egal ist. Entschuldigung. Einigermaßen egal ist, wo ich meinen Kornspeicher dann hinpflanze.
Wir haben Färbemittel, geben +3 Zufriedenheit. Und Elefanten, die machen mich zufrieden. Aber wir sind hier tatsächlich so ein bisschen inselmäßig unterwegs. Passt ja eigentlich. Unsere kleine ostfriesische Insel Rom. Na, wie so ein Weltreich. Ach, gucke, wir haben hier einen Bottle gefunden. Ein Speer aus Meroe. Okay. Astronomen haben ein Instrument zur Vermessung der Sterne entwickelt, in der Hoffnung, aus ihren Bewegungen eine Bedeutung zu erkennen. Die Geheimnisse des Universums werden immer sichtbarer. Wenn die Sterne um Weisheit fragen, für Kultur oder 30... Oh, 50 Zufriedenheit. Das ist eine ganze Menge für uns. Mystik. Schaltet Pantheon-Gründung frei. Ich glaube, das will ich. Disziplin ist ein Fortbewegungssicht für Speer. Das will ich eigentlich auch. Duos Sarukin oder so. Das ist wohl ein Wunder. Heerführer, Legatus. Und wir kriegen einen kostenlosen Heerführer. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Das ist ja eigentlich, was wir wollen. Wir haben noch niemanden gefunden, mit dem wir uns wirklich prügeln können, aber ich nehme an, dass die kommen von selber. Okay, jetzt können wir eine Regierung wählen. Plus 30 Produkt, Oligarchie, Despotismus. Wir kriegen plus 10 Kultur in jeder. Während einer Feier gewährt jede Regierung. So, ich wähle also das aus, was ich davon haben will. Aber Wunderbau ist für Kultur natürlich wichtig. Ja, wir kriegen plus 10% Kultur sowieso durch den Wein bei jeder Party, die wir feiern. Oligarchie ist mehr Nahrung. Nahrung ist immer gut. Aber Produktion für Infanterieeinheiten. Wir wollen ja das kriegerische Preußen sein. Plus 2 Kultur plus 1 Produktion, 1 Wissenschaft. Ich nehme ich denn? Ist Produktion, Wissenschaft braucht man eigentlich immer. Kultur, weiß ich jetzt nicht. Das ist irgendwie so kulturell. Ja gut, eigentlich schon. Wir schauen nochmal, was hier so geht. Wir gehen noch ein paar Wüsten. Hier sind so Berge. Das australische Outback. Ziemlich bergig für Ostfriesland, muss ich gestehen. Aber wir haben ja auch Rom in Ostfriesland. Der weiße Schaum flog. Die Furche folgte frei. Wir waren die Ersten, die je in das stille Meer brachen. In seinem ersten Run würde ich die gute Dame einfach mal ausreden lassen. Fische, was machen wir hier? Wir bauen ein Fischerboot. Ja, dann baut er doch ein Fischer. Okay, wir wachsen hier nicht weiter. Dann ist 3 das Maximum. Nehme ich an. 1, 2, 3. Die Elefanten sind noch drin. Dieses Zeug auf jeden Fall nicht. 1, 2. Marmor auch nicht. Das heißt, wir könnten hier 1, 2, 3. 3, 1, 2. Hier können wir eine neue Siedlung gründen. Etwas fischig. Die einst üppigen Fischgründe sind heute unregelmäßiger geworden und die Fischer konkurrieren um die besten Plätze in einem sich ständig verändernden Ökosystem. Das ist aber sehr modern für die damalige Zeit, glaube ich. Die meisten glauben, dass der Ozean gesetzeslos ist, aber es wird über eine Regulierung gesprochen, um die Fischpopulation langfristig zum Nutzen aller zu schützen. 50 Gold oder 50 Zufriedenheit? Ich will Party machen. Keramik, Steinmetz. Was bringt uns denn das Steinmetz? Eine Stadtmauer, ein Monument, plus 2 Kultur, plus 1 Einfluss, die Pyramiden. Plus 1 Gold und plus 1 Produktion auf kleinen und schiffbaren Flussgeländefeldern in dieser Siedlung. Wir haben, glaube ich, keine Flüsse und schiffbaren Flüsse. Dann bringt uns das nicht so besonders viel. 1 Produktion, ja, hier ist eine Mine. Also plus 1 Produktion für Minen und Steinbrüche. Das wird wahrscheinlich ein Steinbruch. Na, ist alles nicht so richtig wild. Das sind Kamele. Okay, mit Kamelen kann man 2 mehr Ressourcen in der Stadt packen. Okay, also die Kamele und dann eine zusätzliche. Nehme ich mal an.
Okay, wir können nicht über Berge laufen. Okay, was haben wir hier? Kaolin und Ton. Nahrung. Und plus 10 Kultur flat. Bergleute, die nach Eisen graben, sind in der Höhle eines Bergs auf eine Silberader gestoßen. Die Schmiede bieten einen fairen Preis für diese wertvolle Ressource. 75 Gold. 15 Produktion, das ist ja noch nicht so viel. 75 Gold ist doppelt unsere Schatzkammer. Ah, hier haben wir auch ein Schiff oder ein... Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Fluss, der jetzt schiffbar ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Feindlich gesinnte Krieger und feindlich gesinnte Speer. Oh, das ist noch ein größerer Fluss. Okay, hier wollen wir uns hin entwickeln. Wir kriegen eine Militäreinheit, wenn wir Militär oder einen... Also ein Militärgebäude oder ein Kulturgebäude bauen. Sieht mir so aus, als könnten wir langsam in Militär umsteigen. Gibt's. Gibt's ja nicht. Produktion. Scheiße, sorry. Diesen scheiß Gipswitz muss man machen. Geht nicht anders. Den muss man machen. Sägewerk ist... Was bist du denn? Produktionsgebäude? Mein Militärberater will, dass ich das baue, weil wir nur 6 Produktionen haben. Ich kann es nachvollziehen. Ich finde es auch nicht so schlecht. Dadurch, dass wir hier das Dings gebaut haben, kriegen wir hier die beiden Wälder noch. Ist auch nicht schlecht. Kaufen. Können wir mit unserem Reichtum was kaufen? Oh, wir können Krieger und so kaufen. Okay, dann machen wir das wie folgt. Wir bauen das Sägewerk mit Nei. Oder hier extra. Ne, hier extra, damit wir die 3 Wälder auch noch kriegen. Dann bauen wir hier Sägewerke, bis uns schlecht davon wird. Einige Soldaten haben sich zu einem improvisierten sportlichen Wettkampf versammelt. Die Nachricht vom überwältigenden Sieg eines der Kämpfer wird sich im ganzen Reich herumsprechen. Was 45 Kultur? Mehr Fuder. Wir wachsen aber eh gleich. Dann nehmen wir Kultur. Wir wollen nämlich ne? Unseren Heerführer. Hier ist Eisen. Infanterie erhalten plus 1 Kampfstärke. Das wollen wir. Ich glaube, wir wollen nicht so sehr wie Eisen. Aber hier ist dann noch nicht mehr viel, ne? Aber hier ist auch Wüste. Hier könnten wir... Das sind kleine Flüsse, hier können wir die Pyramiden hinsetzen. Das hier hinbauen. Hier hin. 1, 2, 3. Wenn wir da noch dran. 1, 2, aber da kommen wir nicht ran. Ne, dann lass doch hier hin. Ja, hier. Hier bauen wir einen Siedler. Hier brauchen wir einen Siedler. Oh, Himiko. Ihr habt eine Zivilisation getroffen. Kommen wurde prophezeit. Können Einfluss ausgeben, um positive Beziehungen zu haben. Wollen wir mit euch positive Beziehungen? Nein, ich gehe mir auf den Sack. Jetzt schon. Ich will mit euch überhaupt nichts zu tun haben. Oberhaupt des Mississippi. Oder der Zivilisation Mississippi. Das ist für den Kauf von Gebäuden. Wir wollen ja Einheiten kaufen, ne? Das konnten wir noch... Oder? 1, 2... Ne, das konnten wir gerade nicht mehr, ne? Genau, aber die konnten wir noch. Aber das holen wir jetzt hier mit. Wollen wir noch mehr Nahrung? Oder wollen wir jetzt mal ein bisschen... Steine kloppen? Brauchen ein bisschen Produktion hier, ganz dringend. Ah, die Kamele können wir auch noch kriegen. Oh, meine Speer haben irgendwie Lebenspunkte verloren. Sehe ich gerade so. Geht mal dahin, wenn das Himiko gehört, dann soll sie damit glücklich werden.
Wir wollen ein gemeinsames Festival. Schuss 3. Zufriedenheit. Okay. Das spielt mir in die Karten. Wann sind wir glücklich? Achso. Wow, der Dreh geht's auch. In 6 Runden machen wir Party. Ein Händler hat eine Ladung Gewürze aus der Ferne erhalten. Die feinen Kräuter zerbröseln in der Hand zu Staub und werden sicher schon bald eine Sensation sein. 30 Nahrung, Kultur. Tue nichts, was nicht von Nutzen ist. Politik ändern, das haben wir. So, das ist eine Politik, dass die +1 Fortbewegungssicht kriegen. Nee, das wollen wir aber jetzt nicht. Aber wir haben jetzt hier so einen Legaten. Und der hat das Meritum. Okay. Okay. Gefällt mir. Kann ich den jetzt irgendwo hinbewegen? Ja. Jetzt wollen wir hier... Was wollen wir denn kaufen? Krieger oder einen Schleuderschützen? Einen Schleuderschützen. Ist gekauft? Habe ich. Können Sie aber erst die nächste Runde bewegen. Jetzt kann man doch irgendwie hier Leute reinladen. Irgendwie geht das. Machtdisziplin 2. Das ist 3 Kampfstärke und tolle Länder. Unterstützung bei allen Kriegen. Ich weiß nicht, was Unterstützung ist, aber +2 ist gut. Okay, wir brauchen vielleicht doch ein bisschen Kultur. Basilika, +4 Gold, +1 Einfluss für jeden angrenzenden Kultur und für jedes angrenzende Wunder. Zufriedenheitsgebäude. Römisches Goldgebäude. Ja, das ist ja alles schön und gut. Ich brauche aber ja... Zufriedenheitsgebäude brauche ich auch nicht. Ich brauche... Also ich kaufe nachher jetzt Mystik, weil Religion machen klingt eigentlich nach einem Plan. Oh, Weihrauch gibt es hier. +10% Wissenschaft. Die ist auch eine schöne Stadt. Auch nicht Seide. Hier vielleicht. 1, 2, 3 und so Alle weiter. sind aus Lehm gemacht. Das ist Einnahmen pro Plantagen. Das ist ja hier dann auch drin, oder nicht? Macht jetzt 3. Aber wir haben gerade 18, jetzt machen wir 19, ne? Könnte passen. Kann der sich den doch anschließen, oder nicht? Geht das nicht irgendwie? Chancen, Runde überspringen. Abbrechen. Irgendwie krieg ich es nicht hin. Oder es geht nicht für Fernkämpfer. Nahrungsgebäude. So. Monument ist ein Kulturgebäude. Aber auch nicht besonders schlau, ne? Wissenschaftsgebäude, große Stele. Das ist 200 Gold. Nee, ich muss jetzt erstmal... Oh, wir haben eine Feier. Das ist Wissenschaft, Produktion für Infanterieeinheiten. Das wollen wir haben. Okay, wir kriegen einen neuen Politikplatz. Okay, cool. Dann wollen wir... Ich habe jetzt gerade gesagt, dass wir Kultur brauchen. Und eine Sicht für Speer. Eigentlich wollen wir das erstmal haben. Ein Sicht mehr ist ja schon mal nicht schlecht. Hier ist Bark. Das ist José Rizal. Ja. Ich will auch mit dir nicht zwingend befreundet sein. Ja, es gehört den Maya an. Okay.
Können wir aufs Wasser fliehen? Okay, hier ist die Fähigkeit, Sami hinzufügen. Bist du der von Himiko? Dorf Nagiputi irgendwas? Bist nicht von Himiko. Dann kann ich dich ja bewerfen. Und dir deine ersten EP geben. Runde überspringen. Hier ist Nagiputinien. Dann wollen wir hier vielleicht wieder weg. Auch kein schlechter Ort. Also für Stadt oder sowas. Aber ich will ja hier, da will ich auf jeden Fall die nächste bauen. Noch eine neue Zivilisation. Niccolo Machiavelli. In qual modo potrete voi servire me? Intendete, in qual modo potrei essere io al servizio vostro? Er gehört also den Griechen an. Ja, er ist Grieche. Okay. Der wohnt da. Das Problem ist... Oh. Landvermesser haben eine Gipsquelle entdeckt. Weicher Stein, der ideal für seine Schnitzereien bekannt ist. 30 Kultur, oder ich mache hier eine Gipsquelle hin. Dann müsste ich vielleicht von... Das ist auch Gips. Ich vielleicht von dem Plan hier abweichen, ne? Hier wollte ich hin. Hier 1, 2, 3. 1, 2, 3, dann will ich die gar nicht kriegen. Muss ich hier noch eine Stadt hinbauen, das wird aber schwierig. Dann möchte ich hier keine Gipsquelle, dann nehme ich einfach die Kultur. Danke. Ich will hier das Eisen, ich bin scharf aufs Eisen. Datteln. Dorf Babylon. Seid ihr? Ihr seid Babylonier aus Babylon. Temporäre Befestigung. Okay, ich kann eine andere Macht überfallen lassen oder mich mit denen anfreunden. Wenn ich hier eine Stadt gründe, wäre es natürlich... Ja, noch Pferde. Hab ich vorher nicht gesehen. Okay, ich muss hier eine Stadt... Da muss eine Stadt hin. Kann man einen Siedler finden? Ich bräuchte mal einen. Hier ist soweit eigentlich nichts mehr. Ich habe nur Rizal gefunden bisher. Ja, Legat kriegt immer IP, ne? Immerhin was. Ein Schlachtfeld nährt dem Boden mit Eisen. Tiefer in Erdschichten beginnt das Leben von neuem. Die Überreste der menschlichen Kosten des Krieges fließen in einen endlosen Kreislauf von Verlust und Wiedergeburt ein. Oh, 100 Gold. Oh, du, die nehme ich, wa? Da würde ich mir einen Krieger von kaufen. Das ist Himiko. Oh, wir haben Euramerika entdeckt. Ein neuer Kontinent. Das ist doch was. So, jetzt haben wir hier das Sägewerk. Jetzt die Frage, wollen wir... Wir wollen es eigentlich nur ausbreiten, ne? Und das Gold nehmen wir gerade eh nur zum Kauf von Einheiten. Das heißt, wir breiten uns hier aus.
Produktion für Wunder auf Ebenen, Wüsten. Ja, doch, Wüste. Das würde jetzt zum... Ihr wisst schon passen zu diesem Wunder, was wir bauen wollen. Jetzt brauchen wir einen Siedler. Ja, wir kaufen den Rest der Leute-Truppen, ja. Dann brauchen wir jetzt mal einen Siedler. Oh, hier ist ein Vulkan. Keine Ahnung, wie viele Truppen man braucht, um sowas hier kaputt zu machen. Albränder haben einst blühenden Garten in Schutt und Asche gelegt. Die Akolyten, die hier die seltenen Pflanzen pflegten, durchkämmen die Trümmer nach Resten und hoffen, dass sie den Garten wieder aufbauen können. Wissenschaft, Zufriedenheit. Das sind immer noch 4 Runden Wissenschaft, ne? Hier ist Himiko. Die wird dann, aber Rizal ist noch viel näher an meiner zukünftigen Raumstadt. Meroe. Die haben wir noch nicht gefunden, ne? Die noch nicht gefunden haben, ne? Ja. Dann klöppeln wir die jetzt einfach kaputt. Wir wollen die EP haben. Hier ist Uhr. Hier sind Perlen. Aber keine weiteren Goodie-Huts. Hier ist dafür nur eine. Günter haben ein uraltes Uhrwerk ausgegraben, den Himmel selbst in Miniaturform. Wenn wir unseren Platz im Kosmos kennen, kennen wir auch uns selbst. 45 Wissenschaft, Gold. Ich nehme die 4 Runden Wissenschaft. Der eine Mauer von 80 Meilen Länge errichtete, die die Barbaren von den Römern trennen sollte. Bewässerung. Gibt uns ein Siedlungslimit. Steinmetzkunst 2. Produktion für Produktionsgebäude. Ne, wir nehmen jetzt die Schrift. Wir sind einfach zu blöd. Oh, Himiko ist nah an Eisen. Aber sie ist in dieser Welt. Was haben wir hier für eine Politik? 2 Gold in allen Siedlungen. Das sind 2 Gold für uns. Nicht so die Welt, würde ich sagen. Gesetzgebung, Kaufmann. Öffentliches Leben, Disziplin, Mystik 2. Nahrung in allen Siedlungen. Tropische Geländefelder haben wir nicht. Tolle Länder, das brauchen wir, glaube ich. Oh, wir haben Pantheon. Oh, wir sind ziemlich spät mit unserem Pantheon. Die 5 sind schon mal alle weg. 6 sind schon mal alle weg. Okay, was haben wir denn noch? Plus 1 Nahrung für Bauernhöfe. Das ist gut. Gott des Waldes für Lager- und Holzfällensiedlungen mit einem Altar. Lagerhausbonus. Weiß ich nicht genau, was das heißt. Produktion für den Bau von Gebäuden. Produktion für Fischerboote. Wir haben ein Fischerboot. Hier kommen natürlich ein paar dazu. Hier haben wir aber auch... Ne, da haben wir eigentlich nicht so viel Wald. Hier haben wir nicht so viel Wald. Hier haben wir viel Wald. Hier haben wir natürlich wahnsinnig viel Wald. Option für die Ausbildung von Militäreinheiten. Ausbildung von Siedlern. Produktion für Tongruben, Minen und Steinbrüche. Ist auch alles nicht so einfach. Wir nehmen... Naja, Bauernhofnahrung. Ich meine, Bauernhöfe baut man überall, ne? Aber ein Nahrung ist halt auch nicht so viel wert wie ein Gold. Option für Fischerboote. Fischerboote. Haben wir auch nicht so viele. Gebäude baut man wahrscheinlich eine ganze Menge. Oh, wir gehen voll auf Krieg. Kriegsgott. Mars-Angelegenheiten. Die Priester im Tempel von Mars Ultor ist bekannt für... Ach, der Priester im Tempel von Mars Ultor ist bekannt für seine donnernden Vorlesungen über die prägnanten Unterschiede zwischen dem römischen Kriegsgott und den Kriegsgöttern der Nachbarländer.
Gläubige, die sich von den offenen Toren des Tempels versammelt haben, fragen sich, was genau er damit meint. Er beschützt die Ernte. Er herrscht über Ordnung. Er ist römisch. Nahrung für Kornspeicher. Kasernen haben wir doch gar nicht. Dann nehmen wir die Nahrung für den Kornspeicher. Achso, wir wollten auch mit Babylon hier uns mal ein bisschen befreunden. Die mögen mich nämlich jetzt, ne? Geil, dass hier aussieht, ne? Klippen, die hier so runtergehen. Finde ich schon schick. Also, hübsch ist das Spiel auf jeden Fall. Küstenbauwerk. Oder hin? Wir können schwimmen, ne? Tiger da mal hin. Meine Truppen gehen nach Nagitanien. Da haben wir auch schon einen mächtigen Feind. Und leider sehr lange für einen Siedler. So, wir schwimmen dann hier rüber. Gut, macht natürlich Sinn irgendwo. Okay, unsere kleine Insel hat sich als ziemlich große kleine Insel entpuppt. Und der Gegner hat jetzt ziemlich viele Truppen. Alles in allem nicht optimal. Jetzt ein Vulkanausbruch haben wir auch noch. Jetzt haben wir Amina gefunden. Hier ist Athenai. Das ist hier unten wohnt Machiavelli. Das heißt, mit dem könnten wir uns ja befreunden. Das ist ja nun noch sehr weit weg. Glückwunsch, Amina. Glückwunsch. Das heißt, der Machiavelli, altes Haus. Hast du Lust? Du magst mich nicht besonders? Hoppala. Jetzt ein Level aufgestiegen eigentlich irgendwann mal? Nicht. Krieger kannst du zu mir hinzufügen? Richtet temporäre Befestigung. Du baust. Hier eine temporäre Befestigung. Pilger haben einen Weg zu einer Felsformation gegraben, die einen atembaren Blick auf die Küste bietet. Diese natürliche Schönheit zieht mit Sicherheit Dichter an, die sich schwer tun werden, ihre ganze Pracht zu erfassen. Zufriedenheit für die nächste Feier oder Gold? Wir wollen die Zufriedenheit. Zufrieden. Das ist der falsche Knopf. Wie zufrieden sind wir denn? Noch eine Runde. Meine Krieger kommen hier gerade um. Und jetzt muss ich kurz ein Cut machen, meine Lieben. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich speichere hier mal kurz ab. Unter Preußen. Preußen mit EU. Ganz wichtig. Ich speichere und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, einen Kommentar, alles Mögliche. Ich bin wieder zurück. Wir haben Civ 7. Wird alles gut. Wir sehen uns und hören voneinander ab. Ciao.